Ja Leute, herzlich willkommen zu einem wunderschönen Video auf diesem wunderschönen Kanal. Heute gibt es meine persönliche Meinung zur Leihe von Njombe. Ich schließe da ein paar Fakten ein und so weiter und so fort. Das werden wir heute machen. Lasst unbedingt ein Like und ein Abo da, das würde mich riesig supporten. Ab 99 Cent kann man Mitglied werden, auch das ist riesige Unterstützung. Dankeschön an jeden, der es macht. Heute haben wir ja sogar unser Spiel gegen Hannover, das müsste sogar laufen, während dieses Video kommt. Ich hoffe, es sieht gut aus. Schreibt es gerne in die Kommentare für meine Zukunft, sehe ich. Ja, das wird schon ein Sieg werden. Ich glaube dann unsere Jungs, ich glaube dann den Trainer. So, aber jetzt kommen wir wirklich zum Thema. Pierre Njombe, ein sehr, sehr junger Kicker mit sehr viel Talent. Auch das war uns allen schon bewusst. Er kam damals von Köln 2, sehr, sehr früh im Winter, durfte danach nicht mehr spielen, musste sich erstmal wieder reinfinden in die Mannschaft und hat einen kompletten Umbruch gehabt. War teilweise im Erstmannschaftskader dabei, hat aber Priorität in der zweiten Mannschaft gehabt. Ganz klar. Sehr, sehr viele Oberligaspiele gemacht, jetzt auch Regionalliga 2 Spiele schon absolviert, war aber auch schon im Kader dabei und könnte nun jetzt den nächsten großen Schritt gehen. Ich habe es ja auch, wie gesagt, im Kadervideo schon angesprochen, dass er das machen muss, sonst wird er sich nicht weiterentwickeln können, das geht nicht. Wenn er nur Regionalliga spielt, das ist ein großer Schritt von, ich würde jetzt sagen, Minimum mittelklassigen Kader auf den Außen gegen einen Bockhorn. Da kommst du nicht so einfach ran, wenn du nur Regionalliga spielst. Das ist ganz normal, das ist im Fußball so. Da fehlt dir der Entwicklungsschritt und dann die Leihe nach Alemannia Aachen ist ein richtig wichtiger Schritt. Und das werden wir in Zukunft noch öfters sehen, dass wenn wir ein stabiler Zweitligist sind, sehr, sehr viele Spieler in die dritte Liga ausleihen werden. So wie wir es auch schon mit Anioti gemacht haben. Das ist ein ganz normales Konzept, um nochmal die Jungs von der Regionalliga auf die dritte Liga und dem richtigen Profisport vorzubereiten. Und dementsprechend finde ich die Leihe sehr, sehr gut. Ich habe auch gehofft, dass es ein umkämpfter Verein sein wird, der auch von der Fanbasis, was Größe angeht, im Stadion ähnlich wie Magdeburg ist. Da kann er sich auch schon mal dran gewöhnen. Wird sicherlich auch eine Stammposition haben. Meines Wissensstands freuen sich da die Aachen-Fans sehr. Und ich denke, dass man da durchaus mit ihm planen kann. Wenn er natürlich Stamm spielt, wäre das ein ganz, ganz wichtiges Ding. Vor allem was Marktwertsteigerung angeht. Ich glaube, wir müssen nicht mehr den Fakt sehen, dass er sich eventuell in die Erstmannschaft von uns entwickelt. Aber er hat ja danach noch Vertrag. Vielleicht hat Aachen auch eine Top-Saison, steigen auf. Und dann sagen sie, ja, wir wollen gerne Njombe für 500.000 verpflichten. Und dann hast du 500.000 plus gemacht aus einem Spieler, der vorher 125.000 wert war und für den niemand 125.000 bezahlt hätte. Also was gibt's? Das hatten wir auch mit Anioti, der sich auch rapide da nochmal groß gemacht hat. Und jetzt beim FCM klarer Stammspieler ist, so wichtige Schritte kann jeder Spieler gehen in der dritten Liga. Das ist ganz normales Prozedere. Und ich kann mir gut vorstellen, dass Njombe, vor allem der sehr viel Talent mitbringt, eine gute Geschwindigkeit hat, eigentlich auf der Position perfekt gebaut ist. Vielleicht braucht er noch ein bisschen Körperlichkeit, da muss er dran arbeiten. Aber hat sonst gute Voraussetzungen, ein guter Profispieler zu werden. Vor allem mit seiner Schnelligkeit. Ich glaube, dass es in dem modernen Fußball sehr, sehr wichtig ist, schnell zu sein. Also ich glaube, das haben wir auch gesehen an Transfers, was St. Pauli gemacht hat. Die haben den schnellsten Spieler geholt, den es so gibt. Mit 36,5 km/h war das, glaube ich. Den hätte ich auch gerne beim FCM gesehen. Der ist nämlich circa auf unserem Niveau gewesen als Backup für dann Marusic. Auch das wäre bei uns möglich gewesen. Man hat ihn dann aber lieber bei St. Pauli geholt, was ich auch persönlich eine nachvollziehbare Entscheidung finde. Ja, Njombe, wir gehen nochmal kurz aufs Profil drauf, gehen nochmal Analyse, was ich mir vorstellen kann, was für eine Rolle er spielen kann. Ja, Mann, 150.000 Marktwert und 2 Spiele in der Regionalliga gemacht. Hat er 75 Minuten gespielt, beziehungsweise 75% der Minuten. In Köln geboren natürlich, hat dann da auch relativ lange gespielt, ist nur ein Jahr ausgeliehen, auch das finde ich richtig. Dann können wir auf den Alemannia Aachen Kader gucken, denn über Njombe wissen wir eigentlich grundsätzlich alles Wichtige. Hier haben wir es jetzt. Warum müssen sie einen Rechtsverteidiger holen? Weil Florian Heister verletzt ist, ihr Stammspieler wahrscheinlich. Wie gesagt, ich kenne mich mit dem Aachen Kader nicht hundertprozentig aus. Wir können aber aufs Profil gucken, ob er denn Stammspieler war. Gucken wir mal drauf. Aktuelle Saisons. Gucken wir 24, 25 rein. Er wird der Stammverteidiger gewesen sein, denke ich mal. Deswegen wird man einen neuen geholt haben. Genau, war Stammverteidiger.
Das erkennt man hier ganz klar. Und deswegen wird man sich gedacht haben, weil man vielleicht nicht nur Nils Winter vertraut, der zwar schon 2 Spiele gemacht hat, aber sehr, sehr kurz gegangen ist und keinen echten Rechtsverteidiger mehr sonst drin hat, dass man an Jombo verpflichtet und hofft, dass der sich natürlich weiterentwickelt und dann auch direkt spielen wird. Und ich denke mal, das ist auch sein Anspruch. Und ich denke mal, das werden wir auch sehen in der Saison, dass sich vielleicht nicht Jombo nach 2, 3, 4, 5 Spielen in die Startelf kämpft. Wäre natürlich toll, wenn es so früh schon wäre. Sondern ich schätze eher mal 10 Spiele wird er schon brauchen, bis er dann drin ist. Er muss die Mannschaft erstmal kennenlernen, er ist mitten im Ligabetrieb. Wenn er jetzt schon direkt im Kader dabei ist, gegen 1860, morgen, beziehungsweise heute, wo wir gegen Hannover spielen, wäre das ein sehr, sehr gutes Zeichen. Und es würde zeigen, dass er ein wichtiger Transfer für die Mannschaft ist und sehr wahrscheinlich auch Stamm spielen würde demnächst. Wie gesagt, die Aachen-Fans haben sich da ja was gewünscht auf der Position. Haben auch gehofft, dass ein junger Spieler kommt, so wie ich das mitbekommen habe, der nochmal ordentlich Geschwindigkeit mitbringt. Und ich glaube, dass Jombo da die Position als Ersatz perfekt füllen kann und das für ihn der große Vorteil sein kann in dieser Transferphase. Auch hier muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, Respekt an Ottmar Schork, der das gesehen hat und sich auch gedacht hat, okay, Oberliga oder dritte Liga, hat sich für die dritte Liga entschieden und das muss mehr passieren. Wie gesagt, auch allgemein mehr Laien, vielleicht aus der U23 versuchen. Ich denke mal, da wird sich in den nächsten Jahren noch ein bisschen mehr entwickeln. Es wird Jahr für Jahr stärker, umso stärker unsere U23 wird und die ist jetzt schon ordentlich, wirklich sehr, sehr ordentlich. Aber die direkten Sprünge sind sehr, sehr unwahrscheinlich. Natürlich, das kann passieren, wenn du ein Top-Talent wie Bas dabei hast, dann entwickelt er sich von einem U19-Spieler, Oberligaspieler zu einem möglichen Zweitligaspieler in einer Saison. Das ist absolut Ausnahme. Aber bei Pierre Jombo sieht man es, jetzt der wichtige Schritt in die dritte Liga, auch den hat Diodi gemacht und auch wichtigen Schritt ist er da nach vorne gegangen. Und dann gucken wir, was in der Saison passiert. Ein paar Kandidaten gibt es ja noch zum Leihen oder zum Verkaufen. Ich hoffe, wie gesagt, dass Darius einen ähnlichen Transfer macht, denn dann kann er sich richtig einspielen, vor allem wenn vielleicht noch Gaucho kommt, wird er nämlich hier leider im Erstkader keine Chance haben. Ich sehe ihn für die 4. Liga zu stark. Schreibt wie gesagt, so wie immer, eure Meinung in die Kommentare, das würde mich unglaublich interessieren und damit, ciao Leute und bis zum nächsten Mal.